Wir haben ein Auto gekauft, nur für euch. Polo 86C als Projektauto, Unirot, komplett verwahrlost und wir wollen mal gucken, was hier alles so geht. Wir hatten schon länger vor, mal wirklich ein Auto zu kaufen, was technisch noch in einem händelbaren Zustand ist, also keine Vollkatastrophe. Wir haben darauf geachtet, dass wir nichts komplett Verrostetes haben, sodass wir wirklich mit unseren Mitteln viel erreichen können und haben diesen Polo 86C Baujahr 93 gefunden. Nächstes Jahr also H-Kennzeichen. Unirot, deswegen komplett ausgeblichen, hat so einige Baustellen. Ne? Hier wird uns noch eine kleine Überraschung erwarten, was hier unter diesem Klebeband auf uns lauert. Das müssen wir uns dann alles noch mal anschauen. Aber so im Großen und Ganzen rostfrei im technischen Sinne. Also wir haben keine Durchrostung der Schweller. Untenrum sieht der Wagen echt gut aus. Also auf jeden Fall Substanz, um was draus zu machen. Natürlich geht es jetzt hier nicht darum, höchstmöglichen Gewinn zu erzielen, sondern wir wollen einfach mal in so einem Scheunenfund gucken, was hier geht. Ich finde das Auto wirklich witzig. Steilheck, also Zweitürer-Kombi, wenn man so will. Wie gesagt, fast 30 Jahre alt, zweite Hand, 96.000 Kilometer, also auch noch gar nicht so viel gefahren. Sieht man auch am Innenraum, der sieht wirklich relativ vernünftig aus, aber außen ist es natürlich einiges zu tun. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rum und starten, weil ich hier gerade stehe, hinten. Das, was ich jetzt sehe, ist so der Zustand im dreckigen Bereich. Wir werden nach der Wäsche sehen, ob sich noch der ein oder andere Problemstelle offenbart. Wir haben hier so einen kleinen Lackschaden. Ich weiß noch nicht, ob wir da was machen oder ob wir es einfach so lassen. Das wird sich so im Laufe der Zeit zeigen. Allerhand komplett verblichene Aufkleber, die wir natürlich abmachen werden. Mal gucken, darunter wird es wahrscheinlich noch rot glänzend sein. Und jetzt kommt das Highlight, Anhängerkupplung. Ja, 46 PS und Anhängerkupplung, wir müssen auf jeden Fall mal einen Anhänger dranhängen. Ich will mal gucken, was man damit ziehen kann. Ansonsten, wie gesagt, sieht erstmal alles ganz übel aus. Kunststoffe komplett ausgeblichen, Lack komplett ausgeblichen, ein blauer Spiegel, was auch immer man sich hierbei gedacht hat. Ja, so ein paar Sachen hat er, die wir nicht mehr ganz beheben können. Die werden wir teilweise machen lassen. Wir werden den Wagen auch mal in der Werkstatt durchchecken lassen, alle Flüssigkeit wechseln lassen. Und TÜV brauchen wir gar nicht, denn der hat noch bis nächstes Jahr TÜV. Lustigerweise das goldene VW-Emblem hier vorne, glaube ich, werden wir auch ersetzen oder beziehungsweise zumindest wieder in den Ursprungszustand versetzen. Hier haben wir natürlich wieder eine schöne Kunststoffstoßstange, die wir entsprechend der Methode, die wir euch am Golf 1 GTI gezeigt haben, auch wieder aufbereiten werden, sodass die wieder schön schwarz wird. Und dann haben wir hier eigentlich lacktechnisch die größte Baustelle. Ich weiß nicht, was hier mal passiert ist. Hier hat jemand wirklich mal rumgepinselt im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben hier echt Pinselstriche drauf. Wir haben sich ablösenden Klarlack, wobei der Rest des Fahrzeugs kein Klarlack hat. Also hier wurde auf jeden Fall mal nachlackiert. Den werden wir schon lackieren lassen. Das sind auf jeden Fall Sachen, die wir vernünftig haben wollen. Das Dach müssen wir uns mal anschauen, ob wir da auch was machen müssen. Wir haben hier ein paar Schnitte im Lack, warum auch immer. Also das sind Sachen, die wir natürlich nicht beheben können. Aber wir werden am Ende einfach mal schauen, was wir jetzt genau technisch machen und was wir mit der Aufbereitung machen können und stellen am Ende auf jeden Fall ein ansehnliches Auto hin. Ich bin selber gespannt. Begleitet uns auf jeden Fall in den nächsten Videos bei diesem Fahrzeug. Ich würde sagen, wir machen mal eine Probefahrt und sehen uns im nächsten Video dann wieder. Bis dann, haut rein. Bevor wir jetzt unsere Probefahrt machen, auch noch einmal den Innenraum. Und hier, wie gesagt, das Auto, dem kann man seine 96.000 Tachokilometer glauben, weil es sieht wirklich gar nicht schlecht aus. Also klar ist hier überall Sand und Blätter, aber der Zustand der Armaturenbretter ist gut. Die Sitze sind schmutzig, aber nicht extrem schmutzig. Sie sind vor allen Dingen nicht verschlissen. Die Polster sind nicht allzu hart. Also man sieht, dass das Fahrzeug authentisch ist vom Innenraum. Außer Schmutzbeseitigung haben wir hier nicht viel zu tun. Vielleicht diese komische nachgerüstete Mittelarmlehne mal entsorgen mit Propeller dran zur Kühlung des Getränks. Was für ein geiles Teil. Ja, genau. Darum werden wir uns kümmern. Aber wie gesagt, im Innenraum ist es im Endeffekt eine ordentliche Reinigung. Viel mehr ist es dann gar nicht. Ich freue mich richtig doll auf dieses Auto, weil hier kann man sich wirklich mal austoben und wir werden auf jeden Fall einen krassen Vorher-Nachher-Effekt haben. Begleitet uns in den nächsten Videos bis zum, mal gucken, was für einen Zustand wir herstellen können. Auf jeden Fall einen vernünftigen Zustand. Ich freue mich mega aufs Projekt. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich düse jetzt los. Bis dann. Haut rein.